Was kostet eigentlich die Tiny House Renovierung und wie klappt es gerade autark? Ich beantworte heute ein paar Fragen rund ums Tiny House. Ja, erstmal die Schuhe wechseln, sonst läuft hier gerade gar nichts. Es ist alles super nass, es sieht so trostlos hier aus. Das Haus war jetzt ein bisschen alleine. Jascha und ich waren beide im Winterurlaub, wir waren beide nicht da. Jascha ist auch noch unterwegs, ich bin schon ein bisschen eher zurück. Ich habe in letzter Zeit super viele Fragen bekommen, von denen ich heute ein paar beantworten möchte. Und die erste wäre auch schon, wann repariert ihr endlich euer Dach? Gerade wenn wir wirklich ein paar Tage nicht hier waren, ist es schon spannend, immer wieder hier hochzukommen und zu gucken, wo was undicht, wo nicht. Ich sehe gerade, hier ist eine neue Stelle. Aber wir sind trotz alledem wirklich wesentlich besser über den Winter gekommen als gedacht. Als es das erste Mal geschneit hat und wirklich dick Schnee auf dem Dach lag, dachte ich so, oh je, wie wird das werden? Aber eigentlich hat sich alles total im Zaum gehalten. Und ich hätte natürlich gerne ein Ziegeldach. Dazu müssten wir hier noch so ein paar Streben einfügen, damit es das Gewicht hält. Jascha möchte Dachpappziegel, was natürlich die unkompliziertere Sache wäre. Ja, würde ich auch mitgehen als Kompromiss. Ist jetzt nicht die schönste Lösung, aber könnte man machen. Wobei ich sagen muss, dass ich es halt richtig cool finde, dann auch im Sommer endlich hier oben zu schlafen. Aber dafür brauchen wir natürlich ein neues Dach, damit wir von unten dämmen können und hier halt auch fertig ausbauen können. Das ist eine richtige Verkettung von Sachen, die getan werden müssen. Aber ich sehe gerade, dass Jascha hier schon 3 Steckdosen gebohrt hat. Also wir haben hier schon bald Steckdosen neben unserem Zukunftsbett. Ich habe was super Cooles letzte Woche Secondhand gefunden. Ich schichte halt normal immer unter meine Jacke, also habe einfach halt mehrere Schichten an. Aber an irgendeinem Punkt hört es halt auf, also weil sonst kannst du dich halt nicht mehr bewegen. Jetzt habe ich aber einen Poncho aus Schurwolle gefunden. Also ich habe eigentlich nicht danach gesucht, aber ich glaube, es könnte die perfekte Lösung sein. Ich habe ihn jetzt aber noch nicht in der Anwendung testen können. Nee, ich glaube, ich finde das großartig. Oh, cool. Sinnvoll investierte 20 €. Das hier ist nicht, wonach es aussieht. Das ist keine Blumenerde, sondern Sägespäne. Kommen wir auch direkt schon zur nächsten Frage, die sehr oft gestellt wird. Und zwar zu unserer Toilette. Man sieht unsere Toilette nicht so oft in unseren Videos. Trotzdem werden wir immer wieder gefragt, ob wir eine haben. Also ja, wir haben eine, die haben wir schon von Anfang an. Das war das erste, was Jascha gebaut hat. Und haben an der eigentlich seitdem auch nicht wirklich was verändert. Das funktioniert einfach, es ist eine Trockentrenntoilette. Ich habe mit meinen Eltern Holz gemacht und habe jetzt diese wunderschönen Sägespänen. Und das verwenden wir eben als Spülung. Auch zum Beispiel Hobelspäne, wenn Jascha nicht irgendwas hobeln, heben wir das auch manchmal auf. Und das funktioniert eigentlich wunderbar.
Nächste Frage, wie klappt es eigentlich autark? Habt ihr wieder Wasser im Brunnen? Und die Antwort ist, es klappt fast zu gut. Also ich will mich auch erst mit eigenen Augen überzeugen. Jascha war nämlich noch ein bisschen länger hier als ich. Und der hat behauptet, dass der Brunnen angeblich fast überläuft. Also mal schauen. Wow! Ich sehe Wasser. Wir haben letzten Frühjahr den einmal ziemlich leer gepumpt, weil wir halt wollten, dass einfach nachläuft und die Poren so ein bisschen frei gespült werden. Aber es ist nichts passiert. Also wir hatten eigentlich dann nicht mehr wirklich Wasser. Wir hatten einmal ganz viel, also damit haben wir auch wirklich hier unseren riesen Würfel voll gemacht. Das hat dann auch erstmal gereicht, aber dann war es halt auch leer. Und ich hatte den Brunnen dann eigentlich fast schon abgeschrieben, deswegen finde ich es super, dass er jetzt wieder voll ist. Warum ich vorhin meinte, es läuft fast zu gut autark und dass der fast überläuft, das ist nämlich der Schacht, wo die Pumpe drin steht, hier daneben. Der ist nämlich leider wirklich überflutet worden, weil der Wasserstand so hoch war, dass es rübergelaufen ist. Und da stand unsere Pumpe drin, die hoffentlich schwimmen kann. Also Jascha hat sie jetzt erstmal getrocknet. Eine Frage, die wirklich unter jedem Video kommt, ist, wie findet man eigentlich so ein Tiny House? Und ich habe da bisher immer noch nicht so viel zu gesagt, aber ich kann da Hoffnung machen. Ich bin nämlich ein bisschen die falsche Ansprechpartnerin dafür, weil ich definitiv keine Finderin bin. Ich suche eigentlich immer alles. Jascha ist eher so der Finder von uns beiden. Und er hat gesagt, dass er gerne mal was dazu erzählen kann. Also da wird die nächsten Wochen ein Video mit ihm zusammenkommen, wo er so ein bisschen erklärt, wie er das jetzt angehen würde, wenn er jetzt wieder suchen würde. Es war vorhin ein riesen Käfer im Haus, deswegen bin ich auch rausgegangen und dachte, ich gehe da nie wieder rein, solange dieser Käfer da drin ist. Das ist wirklich was Schönes am Winter, dass man weniger Ungeziefer hat, aber trotzdem sind dann doch so ein paar Brüller überleben irgendwie immer. Wie auch dieser Käfer, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich mag den gar nicht, der ist nämlich ungefähr so groß wie mein Kopf. Na gut, vielleicht er ist so groß wie mein Daumen, aber halt fast so groß wie mein Kopf. Ich wollte noch mal im Wohnmobil nach dem Rechten sehen. Wir haben nämlich in der Garage eine ziemlich üble Mäuseplage. Die haben wirklich einiges angefressen. Und ich wollte gucken, dass das im Wohnmobil alles okay ist. Oh, hallo! Also oberflächlich sieht jetzt mal alles gut aus. Nein, also in der Garage war es einfach so offensichtlich, aber hier sehe ich jetzt gerade gar nichts. Ich bekomme ja auch immer angezeigt, wenn Leute ältere Videos kommentieren. Und ich freue mich immer so, wenn Leute Wohnmobil-Videos schauen. Manchmal kommen dann auch so Kommentare wie, oh, ich vermisse die Wohnmobil-Videos. Und ja, das mache ich auch. Also wirklich. Ich muss sagen, letztes Jahr hatte ich dann so ein bisschen die Schnauze voll auch vom Wohnmobil. Gerade habe ich wieder voll Lust, vor allem weil ich ja letztens diese Kommoden neu lackiert habe. Und die Farbe hat mir so gut gefallen, dieses Grün. Ich kann mir richtig gut vorstellen, hier die Küchenzeile mal neu zu machen. Also generell ist es so, also so ein Wohnmobil ist ja eigentlich für so Urlaube im Jahr gedacht, wo man mal so 2 Wochen fortfährt und das macht man dann so 3-mal im Jahr. Ja, es ist eigentlich nicht dazu gedacht, dass man da drin Vollzeit wohnt und so ist es auch ein bisschen. Also es ist ziemlich verlebt, muss ich sagen, dadurch, dass ich es eben wirklich über mehrere Monate so intensiv genutzt habe. Ja, habe einfach Lust, es wieder frisch zu machen, damit es eben auch ein bisschen einladender ist, damit unterwegs zu sein. Ich muss sagen, es war wirklich letztes Jahr dann gegen Ende des Jahres ein bisschen unattraktiv, damit unterwegs zu sein, weil einfach so viele Sachen nicht ganz funktionieren mehr oder halt irgendwie eklig sind. Und eine riesige Baustelle wird mir jetzt ein bisschen abgenommen. Und zwar habe ich hier die Elektrik ja noch nie angefasst. Ich hatte zwar das Glück, dass lange Zeit alles funktioniert hat, aber mit der Zeit sind wirklich so ein paar Sachen, die nicht mehr funktionieren. Ich freue mich sehr, dass mein Wohnmobil jetzt seinen eigenen kleinen Akku bekommt. Für uns war ja am Tiny House schon das Winterprojekt die Elektrik und ich bin da so froh, dass uns EcoFlow da an die Hand genommen hat und uns eben mit diesen Komplettlösungen unterstützt hat. Weil Elektrik ist weder Jascha noch mein Fall. Ich habe hier am Wohnmobil ja die Solaranlage selber raufgebaut. Was schon, ja, habe ich gemacht, aber war jetzt nicht mein Lieblingsprojekt. Das hier ist die EcoFlow River 2 Pro und die hat 768 Wattstunden. Das heißt, damit ist sie eine der handlichsten Akkus unter 1 Kilowatt.
Und ich finde das auch vollkommen ausreichend. Ich finde dieses Wunderding hier perfekt, weil ich kann das halt einfach auch ausbauen und mitnehmen. Und dann einfach an der Steckdose laden, unkompliziert auf dem Campingplatz, im Café, bei Freunden, wo auch immer man gerade ist und einfach gerade mal schnell Strom braucht und kann man einfach nachfragen. Das ist jetzt keine Riesensache, das mitzunehmen. Das lädt sich halt auch in 70 Minuten voll auf. Man kann das halt über die Steckdose laden, man hat einen normalen Solareingang. Das heißt, ich kann das hier einfach an meine Solaranlage dran machen. Oder ich kann halt auch einfach während der Fahrt am Zigarettenanzünder laden. Das ist halt auch super, was will man mehr? Es gilt auch immer noch mein Rabattcode für EcoFlow. Schau dafür gerne in der Infobox vorbei. So wie ich dir auch eine Facebook-Gruppe verlinke. Falls du irgendwelche technischen Fragen hast, die kann ich wahrscheinlich nicht immer alle beantworten, kannst du gerne da reinschreiben. Gut, das war's. Reiseziele fürs Wohnmobil habe ich gerade eigentlich nicht so. Also das Ziel ist eher, überhaupt loszukommen. Letztes Jahr hatte ich mir vorgenommen, im Herbst mal eben nach Griechenland zu fahren, was dann offensichtlich nicht geklappt hat, so spontan. Jascha hat behauptet, dass angeblich neben meinem Wohnmobil Osterglocken blühen, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Aber da werden wir wieder beim Suchen und finden. Ich finde die eh nicht. Das ist jetzt zwar nicht neben meinem Wohnmobil und auch keine Osterglocke, aber das ist doch irgendwas Frühlingshaftes. Das ist ja wunderbar. Ich habe auch gesehen, hier vorne war auch schon was. Ich bin erstmal drauf getreten. Aber hier ist auch schon mächtig am Keimen. Voll schön. Naja, ich habe gestern Bananenbrot gebacken. Es ist nicht verbrannt, das mit Schoko. Nach Ewigkeit mal wieder. Ich habe das Gefühl, Bananenbrot war mal voll das Ding. So vor 2, 3 Jahren. Und jetzt gibt es irgendwie nicht mehr. Ich habe es auch nicht mehr so hinbekommen. Aber ich wollte jetzt eigentlich weiter Fragen beantworten. Ihr habt ja das Haus gekauft, aber das Grundstück ist ja nur gepachtet. Es wäre echt blöd, wenn ihr alles tipptopp in Ordnung bringt und er dann sagt, dass er sein Grundstück wieder selbst nutzen möchte. Könnt ihr das Grundstück nicht abkaufen? Also richtig erkannt, unser Grundstück ist gepachtet, das Haus ist gekauft. Nein, da haben wir keine Angst vor. Zur Frage, ob wir das abkaufen wollen würden. Also generell wäre es natürlich super cool, wenn es unser Grundstück wäre. Und ich denke, perspektivisch wäre das für uns natürlich eine Möglichkeit, das mal anzufragen. Aber gerade steht das jetzt nicht akut an und dadurch, dass die Pacht wirklich auch sehr niedrig ist, ist es jetzt auch kein krasser finanzieller Vorteil, das dann irgendwie zu kaufen. Es kommen generell mal wieder super viele rechtliche Fragen und da muss ich leider darauf antworten, dass wir da überhaupt die ganz falschen Ansprechpartner für sind. Also das ist halt in jedem Bundesland anders und da gibt es halt super viele Blogs und Artikel im Internet, auch zum jeweiligen Bundesland, wo man sich da halt belesen kann. Es gibt ja sogar wirklich eigene Blogs zum Thema Tiny House und Rechtliches. Und da kann man sich auf jeden Fall mit ganz viel Zeit einlesen. Wir bleiben aber ein bisschen bei dem Thema. Oder bleiben wir bei dem Thema? Ich habe mir nämlich extra eine Liste gemacht. Ich bin heute total vorbereitet. Ich bin so stolz auf mich. Oh ja, wir bleiben bei dem Thema. Und zwar, was kostet sowas? Soll ich das jetzt spannend machen? Ja, oder? Ich sag schon mal so viel. Oder nee, vielleicht sage ich gar nichts. Überleg erst mal selber, schätz mal. Wir sind jetzt hier seit einem Jahr am Renovieren, ziemlich genau ein Jahr. Wie viel haben wir wohl schon ausgegeben? Ich muss sagen, ich persönlich hätte gedacht, dass wir im ersten Jahr 10.000 Euro ausgeben für die Renovierung. Wobei ich sagen muss, dass wir jetzt aktuell noch nicht so weit sind wie in meinem Plan. Also ich dachte halt, 10.000 Euro bräuchte man, um das Haus wirklich mal so grob fertig zu machen. Ich meine, richtig fertig ist sowas ja nie. Ja, denkst du, es ist mehr oder weniger gewesen? Die Antwort kommt auch gleich noch. Wir führen ziemlich genau Buch über unsere Ausgaben, deswegen weiß ich, dass wir aktuell 6.000 Euro ausgegeben haben. Und ich glaube, ich komme mit den 10.000 Euro ziemlich gut hin. Wir haben jetzt ja noch unten einen Raum und quasi die komplette obere Etage. Und ich vermute, wenn das dann auch renoviert ist, kommen wir wahrscheinlich ja, auf über 10.000 Euro. Aber ich denke, die 10.000 Euro waren schon ein ganz guter Richtwert. Ich muss sagen, ich weiß auch nicht, ob das jetzt viel oder wenig ist. Hört sich schon erstmal viel an, aber das Schöne ist ja, dass wir das ja nicht auf einmal bezahlen mussten, sondern so eine Renovierung geht ja Stück für Stück und wir haben halt quasi einfach immer geguckt, was steht an, was können wir gerade machen. Und wenn man das jetzt mal runterbricht auf eine Person, sind das halt 250 Euro
pro Monat, was man jetzt ein bisschen mit einer Miete vergleichen kann, was vollkommen okay ist. Und außerdem investieren wir das ja wirklich richtig sinnvoll. Es waren ja aber auch einige Sachen hier, die wir verwenden konnten, wie zum Beispiel Holz. Da konnten wir ein bisschen sparen. Wenn wir dann aber was gekauft haben, haben wir meistens nicht gespart. Also gerade die Küche, da haben wir viel Eiche verwendet. Der Fußboden, trotz dass er Fichte war, war der echt teuer. Also hätten wir uns dafür irgendwas anderes entschieden, was jetzt keine Dielen gewesen wären, wäre das auch viel günstiger gewesen. Ich schätze mal, alleine Holz sind mindestens 2.000 Euro von den 6.000 Euro. Ich weiß eigentlich gar nicht, was der Rest ist. Irgendwie läppert sich das halt so. Sag gerne mal, ob das viel oder wenig ist. Ich weiß es gerade irgendwie auch nicht so genau. Es kommt auch immer wieder die Frage, was wir eigentlich beruflich machen, gerade weil Jascha ja auch so viel handwerklich macht. Ob wir vielleicht auch irgendwas in die Richtung gelernt haben oder so. Also das gar nicht. Jascha ist Fotograf. Ich eigentlich auch, aber ich habe mich irgendwie auf dem Weg verloren. Also wir haben beide was Künstlerisches studiert und ich dachte eigentlich auch noch während meines Studiums, dass ich Fotografin werde. Mein einziger Job ist gerade wirklich YouTube und der Online-Shop. Ich glaube, das wissen viele nicht und sind auch darüber ein bisschen verwundert. Aber wenn man sich das mal logisch überlegt, könnte ich gar nicht so viel Zeit hier am Haus arbeiten und auch also Videos machen vor allem, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Job hätte oder selbst ein Teilzeitjob würde eng werden, einen Teilzeitjob zu machen und parallel noch wöchentlich Videos zu produzieren. Ich produziere zwar gerade nicht wöchentlich Videos, aber das ist eine andere Geschichte, weil es ist Januar, es ist Winter, es ist schon Februar, um Gottes Willen. Jascha verkauft ja auch über meinen Online-Shop Messer und Ohrringe. Und so kann er eben auch mehr Zeit hier rein investieren oder beziehungsweise sind einfach flexibler, sagen wir es mal so. Ich weiß wirklich nicht, wie das anders überhaupt funktionieren würde für mich. Ich bin ganz schräg drauf. YouTube, Online-Shop, Selbstständigkeit generell ist auf jeden Fall aber was nicht nur Freiheiten hat. Also es gibt schon sehr viele, sehr große Nachteile und ich glaube, ich kann das auch nur machen, weil ich dann doch auch an den nötigen Stellen irgendwie eine Disziplin an den Tag lege, die ich auch in anderen Lebensbereichen überhaupt nicht von mir kenne. Meine Füße sind so kalt jetzt. Ich finde irgendwie Jaschas Winterstiefel nicht. Die ziehe ich sonst immer gern an, aber die sind irgendwie nicht da. Wahrscheinlich, weil ich die immer anziehe und dann verlege. Ups. Es ist so schön, dass an den Sträuchern schon wieder die Knospen blühen. Ich freue mich so sehr auf den Frühling. Ich bin so bereit. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall auch mal den Garten ein bisschen angehen. Das haben wir ja letztes Jahr nicht so richtig gemacht. Also ich will dieses Jahr auch Pflanzen vorziehen und so. Ich zögere gerade so ein bisschen raus, wieder ins Haus zu gehen wegen dem Käfer. Aber ich denke, ich schaffe das.